Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Einfach Überspannungsschutz. Wir wollen uns mal wieder einer der täglichen Fragen in unserer Arbeit widmen. Und zwar geht es heute um Überspannungsschutz für Regelungs-, Steuerungs- und Messanlagen. Das ist mal was anderes als die dicken Drähte aus der Energieversorgung. Und die Frage möchte ich einmal weitergeben an Ulf. Worauf muss ich achten, wenn ich kleine Signale schützen möchte und nicht mehr die dicken Leitungen, die wir in der Hauptverteilung haben? Ja, danke Achim. Natürlich müssen wir auch die kleinen Leitungen schützen. Es gibt unter Kollegen so das geflügelte Wort, wenn man eine Schließanlage in ein Gebäude einbaut zum Schutz, dann nützt es wenig, wenn man die an der Haustür groß aufrüstet und dann die Kellertür offen lässt. So ähnlich ist das hier mit den kleinen Signalen. Wir müssen also auch dafür sorgen, dass nicht über Mess-, Steuerungs- und Regelleitungen oder Signalleitungen Überspannungseinflüsse in die Anlage gelangen. Dazu möchte ich mal einiges sagen. Also warum tun wir das? Das habe ich im Prinzip schon gesagt. Was gibt es für normative Grundlagen? Und welche Unterschiede gibt es dann vielleicht auch zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung? Und letzten Endes sollte man natürlich für die Praxis auch wissen, wie suche ich denn nun den geeigneten Überspannungsschutz für meine jeweilige Anwendung aus? Ja, hier mal ein etwas komplexeres Gebäude als Beispiel, ein Industriegebäude. Man sieht hier, dass man also auch abgesetzte Anlagen hat, zum einen auf dem Dach, zum anderen hat man zum Beispiel ein Drehkreuz oder Kameraanlagen könnten das sein, auch im Äußeren, die alle aus dem Gebäude heraus versorgt werden und zwar nicht nur mit Energie, sondern es findet eben auch eine Kommunikation über Daten- und MSR-Leitungen statt. Hier ist also auch eine Möglichkeit, dass Überspannungen in die elektrische Anlage gelangen. Anderes Beispiel wäre eine Kläranlage. Dort weiß jeder, dass es da also ein umfangreiches System gibt von Sensoren, die weiträumig verteilt sind in der Anlage und dann ihre Signale in die Zentrale liefern, wo natürlich entsprechend Belastungen durch Überspannungen auch Schaden anrichten können. Selbst bei einer Heizungsanlage eines einfachen Wohngebäudes habe ich Temperaturfühler, habe ich Wetterstationen auf dem Dach, die mir eben helfen, auch diese Heizungsanlage zu optimieren. Und auch dort gibt es natürlich entsprechende Leitungen in das Innere der Anlage, wo ich dafür sorgen muss, dass über diese Leitungen keine Überspannungen eindringen. Ja, die DIN VDE 0100 443 gibt Empfehlungen, wenn für die Energieseite Überspannungsschutz benötigt wird, dass dann eben auch für andere Leitungen, Telekommunikation, MSR und so weiter Überspannungsschutz betrieben wird. Sie enthält aber keine detaillierten Festlegungen dazu, weil es eine eigene Norm gibt, nämlich die VDE V 0845 32. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, für den Energiebereich ist es sehr eindeutig und detailliert beschrieben, was ich und wann ich es einsetzen muss. Hier für den Signal- und Datenbereich ist das nicht so. Wie kriege ich letztendlich irgendwie einen Griff dran? Was habe ich zu schützen? Ja, ein einfaches oder sehr plausibles System ist das Schutzkreisprinzip. Man zieht praktisch einen gedachten Kreis um die zu schützende Anlage. Man muss jetzt nicht so streng bei der geometrischen Form des Kreises bleiben. Man sieht dort einfach eine Grenze von verschiedenen Überspannungszonen, beispielsweise den Gebäudeeintritt. Und dann schaue ich, welche Leitungen durchstoßen denn diesen Schutzkreis und die muss ich letzten Endes schützen. Wir haben hier 4 Bereiche aufgezeigt. Die Stromversorgung ist klar, das ist also hier in Pink. Wir haben Send- und Empfangsleitungen, hellblau dargestellt, Datenleitungen in diesem gelben Bereich und grün die MSR-Leitung. Also alle Leitungen, die diesen gedachten Schutzkreis durchstoßen, müssen entsprechend mit Überspannungsschutzmaßnahmen behandelt werden. Ich hatte bereits die Norm VDE V 0845 32 genannt. Das ist also die Grundlage für den Überspannungsschutz im Schwachstrombereich. Und
Es gibt dann natürlich auch einige Unterschiede zum Energiebereich. Da möchte ich im Weiteren gerne mal drauf eingehen. Ja, ich habe nämlich auch direkt eine Frage dazu, die immer wieder mal gestellt wird. Ich bringe Überspannungsschutz für Datenleitungen rein oder für Messsignale. Dort will ich ja überhaupt keine Unterbrechung haben. Und jetzt sehe ich hier auf dem Bild, genau wie auch im Energiebereich, 3 Unterbrechungen für Überspannungsschutz. Muss das sein? Kann ich das anders handhaben? Im Grunde sind diese 3 Stufen natürlich genauso wie auf der Energieseite vorhanden. Volkstümlich spricht man ja immer von Grob-, Mittel- und Feinschutz. Das findet sich hier wieder, nur im Unterschied zum Energiebereich lässt es die VDE V 0845-32 zu, dass alle diese 3 Stufen in einem Gerät vorhanden sind und man also dann an einem einzigen Einbauort dafür sorgt, dass der Schutz gegen Überspannungen erfolgt. Das wird typischerweise unmittelbar vor dem zu schützenden Gerät sein. Denkbar ist aber noch ein zweiter Einbauort, beispielsweise am Gebäudeeintritt, um eben entsprechend die Leitungen, die ich dort einführe, gleich sauber zu haben und nicht noch Einflüsse auf andere Leitungen hinsichtlich Überspannung auszuüben. Es gibt, wie ich schon angedeutet habe, aber eben Unterschiede. Ich finde zwar die 3 Stufen wieder, also hier immer dargestellt als die Übergänge zwischen den einzelnen Blitzschutzzonen, also zwischen 0,1, 1,2 bzw. 2 und 3. Aber während ich im Energiebereich von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 Ableitern spreche, wird im Schwachstrombereich das anders gemacht. Der Grobschutz ist eben D1, der Mittelschutz C2 und der Feinschutz C1. Das muss ich mir merken. Eventuelle andere Bezeichnungen, die man auch noch in den Katalogen findet, kann man im Grunde genommen vernachlässigen. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass diese 3 Stufen tatsächlich vorhanden sind. Auch wenn man sich ein einzelnes Gerät nur raussucht, dann sollte es eben diese 3 Stufen tatsächlich enthalten. Es gibt in Ausnahmefällen noch reine Grobschütze, das muss man natürlich vorher abprüfen. Aber das Gute ist ja dabei, die meisten Überspannungsschutzgeräte, gerade aus dem Bereich von Phoenix Contact, haben alle diese Klassifizierung, sind also überall einsetzbar. Das ist der Vorteil, ja. Ich möchte dann gern noch darauf eingehen, mit welchen Produktfamilien bei Phoenix Contact dieses Problem angegangen wird. Der Überspannungsschutz für den Schwachstrombereich. Man sieht hier im Bild schon die beiden Hauptproduktlinien. Daneben gibt es natürlich noch Spezialformen, beispielsweise hier einen Überspannungsschutz für LSA-Leisten. Ich kann hier mithilfe eines Anschlussblocks bzw. eines Magazins entsprechende Schutzstecker jeweils für 2 Adern einsetzen, kann hier auch verschiedene Signalarten miteinander mischen innerhalb eines Einbauortes. Das ist also wie gesagt eine spezielle Bauform für LSA-Leisten. Eine andere spezielle Bauform ist der Datatrap, der für Ethernet-Signale eingesetzt wird. Der ist geeignet für den Anbau an eine Hutschiene. Man kann aber mit Hilfe eines Adapters, wie im unteren Teil des Bildes zu sehen, ihn auch zu einem Standalone-Gerät machen. Mit Hilfe des Adapters kann ich dann eben auch die Verbindung zum Potentialausgleich schaffen, kann ihn beispielsweise direkt vor einem Computer anbringen. Insbesondere im Feld, ich hatte ja am Anfang diese Abwasseranlage gezeigt, gibt es natürlich unter Umständen auch hochwertige Sensoren, wo ich dann nicht unbedingt einen Schaltkasten in der Nähe habe. Diese Geräte kann ich mit der Bauform Surge-Trap versorgen. Man sieht also hier dieses robuste Metallgehäuse. Dieser Überspannungsschutz ist IP67, ist also auch klimabeständig. Aber all das sind eben spezielle Einbauformen für spezielle Anwendungen. Die meisten Überspannungsschutzgeräte bauen wir in Schaltschränke ein. Und hier unterscheiden wir eigentlich 2 wesentliche Baureihen. Ich fange mal an mit dem PT-IQ. Das IQ steht ja irgendwie immer für Intelligenz. Und das Besondere an diesem Überspannungsschutz ist eben, dass er eine mehrstufige Fehlermeldung hat. Man sieht hier links im Bild einen Controller,
der bis zu 28 Überspannungsschutzgeräte versorgen und auswerten kann. Diese Überspannungsschutzgeräte überwachen sich selber und geben natürlich eine Rückmeldung, wenn sie defekt sind, hier also rot gekennzeichnet. Aber der Clou ist eben, sie melden auch schon, wenn sie sich der Belastungsgrenze nähern. Dann leuchten sie gelb, funktionieren zwar noch, geben aber Rückschlüsse eben für die Wartung, dass gelegentlich also ein Austausch stattfinden sollte. Grün ist klar, grün ist immer volle Funktion. Das sollte eigentlich auch der Normalzustand sein. Man sieht natürlich hier die etwas breitere Bauform und im Gegensatz dazu unseren schmalsten Überspannungsschutz, nämlich die Baureihe TTC. Und ich glaube, Achim, da kannst du am Beispiel vielleicht die Vorteile noch besser zeigen, als das hier im Bild möglich ist. Also ich übergebe dir das einfach mal. Herzlichen Dank, Ulf. Wir haben immer wieder, und das war eine interessante Frage oder eine Anmerkung von Kunden, ich habe keinen Platz mehr, um den Überspannungsschutz noch irgendwie im Schaltschrank unterzubringen. Die Antwort hat unsere Entwicklung mit viel Arbeit gefunden und hat Überspannungsschutz auf 3,5 Millimetern zusammengefasst. Schmaler wird es nicht. Die Kabel müssen am Ende auch noch angeschlossen werden. Das heißt, da sind wir irgendwo auch nahe am Ende des Möglichen. Alle anderen Geräte sind dann auf 6,2 mm von der Baubreite und schützen dort die Signale. Das Wesentliche ist, dass ich sowohl einen Indikator am Gerät selber habe, ob die Funktion noch da ist oder nicht, ob der Schutz noch da ist oder nicht. Steckbar sind die Geräte, um im Falle eines Defektes den Überspannungsschutz also auch auszutauschen. Und ich habe die Möglichkeit, das hier über die Schraube anzuschließen oder auch über einen Push-in-Kontakt. Zusätzlich, man mag es jetzt auch einmal sehen, haben wir hier ein kleines Loch. Das Loch dient zur Fernmeldung. In all den Geräten ist dieser Fernmeldetunnel letztendlich integriert und das dient dazu, ein Sammelsignal fernzumelden an eine Steuerung oder an eine Zentrale, um die Funktion des Überspannungsschutzes zu melden. Vielleicht magst du noch mal sagen, wie wird dieses Loch genutzt? Ja, es wird hier, glaube ich, im Bild ganz gut dargestellt. Man sieht diesen roten Streifen. Das ist also das Symbol für den Lichtstrahl, der durch die erwähnten Bohrungen durch das optionale Fernmeldemodul durchgeschickt wird. Ich muss dieses Fernmeldemodul also nicht einbauen. Ich habe ja auch am Gerät eine Anzeige, ob es noch funktioniert. Aber wenn ich eben eine Fernmeldung haben möchte, dann schließe ich dieses Fernmeldemodul an. Es schickt diesen Lichtstrahl durch die Bohrungen, wird eines der angeschlossenen Geräte dann, oder geht eines dieser Geräte eben in Defektzustand, dann wird das Loch praktisch durch einen kleinen Hebel verschlossen, der Lichtstrahl kommt nicht mehr durch, das Fernmeldemodul merkt, da ist was nicht in Ordnung und gibt die entsprechende Meldung dann eben an die Zentrale. Ja, was ich jetzt zeige, das kommt vielleicht der unausgesprochenen nächsten Nachfrage schon entgegen. Ja, was mache ich denn nun eigentlich? Ich habe eine Vielzahl von Signalen. Ich habe hier auch eine Reihe von verschiedenen Bauformen gesehen. Wie finde ich denn eigentlich heraus, was der richtige Überspannungsschutz für den jeweiligen Einsatzzweck ist? Und ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Lösung gefunden mit diesem Auswahlsystem StopIt, das man bei uns im Internet findet. Hier sind also die entsprechenden Schnittstellen, die zu schützen sind, alphabetisch aufgelistet. Ich glaube aber am besten ist, dass, wenn wir das vielleicht einfach mal beispielhaft hier vorführen, mal ins Netz reingehen und mal zeigen, wie man das macht. So machen wir es. Das geht so schnell, das können wir auch einmal kurz zeigen. Wie du gesagt hast, das geht um viele verschiedene Frequenzen, Stromstärken, Signale und um das zu finden, gehen wir einfach einmal rein. Um zu der Auswahlhilfe zu kommen, gebe ich einmal hier im Suchbalken Stop-IT ein und bekomme dann als Ergebnis auch direkt den Link zur Auswahlhilfe. Wenn ich dann ein kleines Stück runter scroll, sehe ich hier auch direkt die alphabetische Übersicht.
Und je nachdem, welches Signal ich schützen möchte, finde ich unter dem passenden Buchstaben dann eine Lösung für den Überspannungsschutz. Wenn ich jetzt mal bei P schaue und ein Profibus-Signal schützen möchte, frage Profibus DP, Profibus PA, im Falle von DP kriege ich dann hier beispielsweise 4 verschiedene Lösungen angeboten, die dann je nachdem brauche ich ein dreistufiges Überwachungskonzept, dann nehme ich den PTIQ, suche ich eine schmale Lösung, nutze ich den TTC zum Schutz. Und was ich hier noch zusätzlich bekomme, ist ein kleines Applikationsbeispiel. Wenn ich das einmal herunterlade, dann kann ich hier direkt sehen, wie habe ich die Drähte anzuschließen, wie passt mein Überspannungsschutz in die Lösung, sowohl für den PT als auch für den TTC sehe ich hier diese Lösung. Zusätzlich noch der Hinweis, dass auch das Stromsignal zu schützen ist. Und so habe ich ganz schnell alle Informationen, die mir helfen, um den richtigen Überspannungsschutz zu finden und dann auch noch einen Hinweis dazu, wie ich ihn anzuschließen habe. So schnell komme ich da zu einer Lösung. Und damit wären wir auch schon am Ende von unserem Einstieg in den Überspannungsschutz für Messsteuer- und Regelungskreise und Datensignale. Vielen Dank, Ulf, dass du das ein bisschen näher gebracht hast. Gern geschehen. Und wir wollen auch weiterhin an dieser Stelle immer wieder Fragen aufgreifen aus dem Bereich Blitze- und Überspannungsschutz. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, falls es Anregungen gibt, einfach eine E-Mail an traptech-support@phoenixkontakt.de und wir freuen uns darauf, versuchen Sie dann in einem nächsten Video auch zu beantworten. Herzlichen Dank. Dankeschön.